Florian ist in einer Ausnahmesituation. Hm? So, Schule schwänzen ist Schule schwänzen, oder nicht? Das ist schon irgendwie komisch. Henning muss doch aufzutreiben sein. Seit wann habt ihr euch denn nicht mehr gesehen? Er war ungefähr seit einer Woche nicht hier. Da machst du dir keine Sorgen? Du hast was mit Anna? Nein, habe ich nicht. Ein Kuss. Mehr war da nicht. Aber Herr Graf, ich... Sparen Sie sich Ihre Ausreden. Das war der letzte Job, den Sie für Clarissa erledigt haben. Das Spiel ist aus. Henning hat die Firma total runtergewirtschaftet. Sie ist fast im Konkurs. Was? Aber nicht nur das. Er hat vorher noch schnell die Konten leergeräumt. Wie viel? 200.000 Mark. Henning türmt mit der Kohle. Ich fass es nicht. Jetzt beruhig dich mal. Wir wissen überhaupt nicht, was wirklich passiert ist. Glaubst du, er hat sich die Mäuse nur ausgeliehen, um die Parkuhr zu füttern? Hallo, mein Schatz. Hallo. Sophie, Jan. Weißt du was Neues? Das, was ich bisher weiß, reicht eigentlich schon aus. Wenn das wirklich wahr ist, dann... Dann ist das eine Riesenschweinerei. Wenn es wahr ist. Ich hoffe ja auch, dass es ein Irrtum ist, aber so wie es bis jetzt aussieht. Also ehrlich gesagt, ich würde es ihm zutrauen. Sag mal, bist du bescheuert? Denk doch nur mal an die Dinge, die er mit Tanja gedreht hat. Ja, weil sie ihn dazu angestiftet hat. Von sich aus hätte er doch sowas nie gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht auch diesmal ihre Finger mit im Spiel hat. Guten Abend, Cecilia. Und? Haben Sie das Collier? Bitte sehr. Danke. Eine herrliche Arbeit. Christophs Mutter hatte wirklich Geschmack. Im Gegensatz zu ihrem Sohn. Frau von Anstetten, ich muss Ihnen etwas gestehen. Bitte? Es ist etwas sehr Dummes passiert. Der Graf hat mich beim Austauschen der Colliers überrascht. Was? Dann ist das gar nicht das Echte? Doch. Der Graf hat geglaubt, dass ich es noch austauschen wollte. Dabei habe ich es bereits getan, als er dazu kam. Und dann? Ja. Dann hat er mich aus dem Schloss geworfen. Ich muss nun in ein Hotel ziehen. Konnten Sie denn nicht besser aufpassen? Ich habe getan, was ich konnte. Das war aber offensichtlich nicht gut genug. Immerhin konnte ich den Grafen davon abhalten, die Polizei einzuschalten. Wie haben Sie das denn angestellt? Wir haben eine Art Tauschhandel gemacht. Ihre Tugend gegen die Freiheit. Nein, die Wahrheit gegen die Freiheit. Sie haben ihm alles erzählt? Alles bis auf die Sache mit dem Collier. Sind Sie denn noch ganz bei Trost? Wissen Sie denn überhaupt, in welche Lage Sie mich da gebracht haben? Und was ist mit mir? Nach dieser Geschichte kriege ich nie wieder eine Stellung. Das ist doch nicht mein Problem. Es könnte aber Ihres werden. Ich wüsste nicht wie. Ich schon. Wenn Herr Graf zum Beispiel meine Aussage in Ihrem Scheidungsverfahren verwenden will. Wollen Sie mich erpressen? Nein. Ich will nur, dass Sie Ihr Scheidungsverfahren gewinnen. Wie viel wollen Sie? Genug für ein Ticket ins Ausland, um neu anzufangen. Sagen wir 5.000 und 20.000 Mark Spesen. Jetzt sind Sie wohl völlig übergeschnappt. Denken Sie an Ihren Prozess. Hier. Und verschwinden Sie aus meiner Wohnung. Recht herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen, für Sie zu arbeiten. Moment, ich kann jetzt nicht.
Hey, habe ich hereingesagt? Es tut mir leid, es ist wichtig. Ach ja, was gibt's denn? Henning ist abgehauen. Was? Sag das nochmal. Mann, er hat sich vom Acker gemacht. Schwupp, verschwunden, aus dem Staub. Willst du mich verarschen? Wieso sollte Henning einfach abhauen? Hör zu, ich mach keine Späßchen. Henning ist weg, wie vom Erdboden verschluckt. Ja, und was ist mit mir und dem Kind? Er kann uns doch nicht einfach so sitzen lassen. Dann muss Christoph für uns zahlen. So leicht kommt er mir nicht davon. Kannst du mal für ein paar Sekunden die Klappe halten, ja? Na, hör mal. Nein, du hörst jetzt erst mal. Hast du irgendeine Ahnung, wo er hin sein könnte? Hat er irgendwas angedeutet oder irgendwie eine komische Bemerkung gemacht oder so? Nein, überhaupt nicht. Wir haben immer nur über das Baby gesprochen. Was anderes hat ihn gar nicht interessiert. Jetzt überleg doch mal. Hat er irgendwie Stress gehabt in der Agentur oder Ärger? Nein, verdammt nochmal. Soll das jetzt ein Verhör werden oder was? Statt hier rumzustehen und blöde Fragen zu stellen, solltest du vielleicht mal was unternehmen. Du tust gerade so, als hätte ich ihn unterm Bett versteckt. Jetzt reg dich mal nicht auf, ja? Hätte ja auch sein können, dass Nein, du das vielleicht kann nicht irgendwas... sein. Schalt lieber mal dein Gehirn ein, bevor du versuchst, den großen Detektiven zu spielen. Ist ja schon gut. Ich wollte nur wissen, ob du vielleicht irgendwas sagen kannst. Ja, und ich habe dir klipp und klar gesagt, dass ich nichts weiß. Wie oft willst du es noch hören? Naja, reich wird man nicht als Fahrradkurier. Aber man lernt eine Menge interessante Leute kennen. Mhm. Das hat mein Postbote auch. Neulich musste ich so einen Brief in so ein Luxushotel bringen. Von einer Konzertagentur, eine brandeilige Sache. Und ratet mal, wer der Empfänger war. Pavarotti. Der Pavarotti? Höchstpersönlich. Er hat mir sogar ein Autogramm gegeben, auf die Kuriermütze. Wow. Ein Trinkgeld wäre mir lieber gewesen. Außerdem ist mir die Mütze kurz danach geklaut worden. Und was machst du sonst so, wenn du nicht gerade auf dem Fahrrad sitzt? Ich mache unheimlich viel Sport. Skilaufen, Snowboard fahren. Ach, sieh an, da bist du hier genau richtig. Jan war nämlich mal Snowboardlehrer. Wirklich? Mhm. Bis vor einem Jahr. Drüben in den USA. In Aspen. Wo die ganzen Hollywood-Stars Urlaub machen? Mhm. Ich habe einigen von denen das Snowboardfahren beigebracht. Kirsten Turner, Nick Nolte, Robert De Niro, Michael J. Fox, Jodie Foster, so einige von denen eben. Da muss Hollywood dir richtig dankbar sein. Mhm. Welch ein Wunder, dass du noch keinen Oscar bekommen hast für die beste Nebenrolle im Privatleben der größten Stars. Du, auf der Piste ist es völlig egal, ob du ein Star bist oder nicht. Da zählt die Leistung und das Können. Also für mich zählt die Bewegung an der frischen Luft. Und wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist. Dann lass uns doch gleich nach dem Frühstück eine Runde drehen. Oh ja, am besten unten am Rhein. Da gibt's eine tolle Bank zum Schmusen. Übrigens, die kennt jeder, der schon mal richtig verliebt war. Du doch auch, oder? Ja, gute Idee. Lass uns da hingehen. Diese dumme Kuh von Cecilia. Plaudert sie doch tatsächlich alles aus. Was hast du jetzt vor? Weiß nicht. Der Schwindel mit den Liebesbriefen ist jedenfalls aufgeflogen. Das macht mir das Scheidungsverfahren auch nicht einfacher. Immerhin hast du das echte Collier. Ja, jetzt darf Barbara die falschen Klunker tragen. Aber sie war schon immer der Glasperlentyp. Hilfst mir mal? Ein wundervolles Stück. Wie für dich geschaffen. Christoph, was machst du denn hier? Woher weißt du überhaupt, dass ich hier bin? Von deiner Sekretärin. Offensichtlich hast du nichts Wichtigeres zu tun, als deiner Busenfreundin mein bestes Familienstück zu zeigen. Das ist mein Familienerbstück. Und das bleibt es auch. So ein Zufall. Ich muss zur selben Familie gehören. Die Kopie steht dir wirklich ausgezeichnet. Was hier billig ist und was nicht, wird sich zeigen. Saphire halten ewig. Glas ist vergänglich. Das sind tolle Aufnahmen. Du hast echt Talent. Ich wünschte, ich könnte das von mir auch behaupten. Vielleicht hast du dein Talent nur noch nicht gefunden. Da gibt's nichts zu finden. Ich bleib der ewige Fahrradkurier. Ach so ein Quatsch. Du kannst bestimmt noch was anderes außer Fahrradfahren. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Kellner, Möbelpacker, Verkäufer. Von irgendwas muss man ja leben. Aber was Richtiges noch nicht. Und was wäre was Richtiges?
Naja, Kunsthandwerk oder so. Ich würde auch gern ein eigenes Geschäft haben. Das klingt jetzt ziemlich unausgegoren, ne? Nein. Ich habe auch ziemlich lang gebraucht, bis ich wusste, was ich wollte. Aber jetzt weißt du's. Hm. Du schaffst es auch, das spüre ich. Und was spürst du noch? Dass du was ganz Besonderes bist. Du aber auch. Du bist das erste Mädchen, bei dem ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Ich fühle mich total wohl mit dir. Aber das ist doch unmöglich. Der Juwelier hat mir doch bestätigt, dass ich die Kopie besitze. Und Cecilia hat das Collier ausgetauscht. Du hattest immer das Original. Ich habe unseren Juwelier gebeten, dir zu sagen, es sei eine Kopie. Cecilia war so freundlich, die Kopie zu stehlen und uns das Original zurückzulassen. Du hast dich selbst überlistet, Clarissa. Du hast den Juwelier bestochen, um mich reinzulegen? Das ist Betrug. Damit kommst du nicht durch. Das wirst du doch bereuen. Willst du zur Polizei gehen? Nur zu. Sag den Polizisten, dass deine Komplizin das falsche Collier gestohlen hat. Ich habe euch immer noch in der Hand. Mit diesem echten Liebesbrief, den du an Barbara geschrieben hast. Was sagst du jetzt? Ach, das? Das war nur ein kleiner Köder für dich und Cecilia. Und du hast ihn geschluckt. Hoffentlich erstickst du dran. Schluss. Aus. Ende der Vorstellung. Ich habe keine Lust, dass mir Clarissa hier zusammenklappt. Das hängt ganz von Clarissa ab. Sie muss mir nur eine Frage beantworten. Wo ist Henning? Na? Mann, hast du mich erschrocken. Ah, wer seine eigenen Fotos bewundert, wird blind wie ein Maulwurf. Was machst du überhaupt hier? Ich habe Mittagspause. Warst du jetzt schon? Schon ist gut. Der Vormittag hat sich gezogen wie Kaugummi. Ich bin froh, wenn ich endlich Feierabend habe. Willst du was essen? Ah, ich gehe gleich mit Florian in eine Sandwichbar. Kommst du mit? Ich habe keinen Hunger. Musst ja nichts essen. Kannst ja einfach so mitkommen. Ich habe eine Menge zu tun. Oh, was hat mein kleiner Narzisst denn alles so Wichtiges zu erledigen? Das ist ja ein komischer Schnappschuss. Passt überhaupt nicht in deine Setmappe. Viel zu unprofessionell. Das geht dich gar nichts an, gib her. Mein ja noch. Du wolltest doch in die Sandwichbar, oder? Ja. Dann lass mich hier in Ruhe arbeiten. Sag mal, was ist denn? Ach, nichts. Besser? Für den Anfang nicht schlecht. Und warum nicht gleich so? Henning muss dir doch Bescheid gesagt haben. Immerhin wohnt er bei dir. Der Junge ist erwachsen. Vielleicht macht er nur ein paar Tage frei. Mit 200.000 Mark? Sieht ganz nach einem Luxusurlaub aus. Er hat das Geld von Konten der Werbeagentur genommen. Er hat es einfach so mitgehen lassen. Er hat wirklich niemanden darüber informiert? Nein, niemand weiß, wo er steckt und warum er das getan hat. Ich weiß, dass er in letzter Zeit ziemlich viele Probleme am Hals hatte, aber... Wenn er Probleme am Hals hatte, warum hast du ihm nicht geholfen? Das wollte ich ja, aber er wollte meine Hilfe nicht. Ja, er wusste wahrscheinlich auch warum. Du hast immer einen schlechten Einfluss auf Henning gehabt. Ohne deinen Druck hätte er den Job in der Agentur nie angenommen. Der Junge war total überfordert. Und du hast ihm nie etwas zugetraut. Ohne meine Unterstützung hätte der Junge überhaupt kein Selbstbewusstsein. Und mit deiner Unterstützung ist der Junge ein geldgieriger, skrupelloser Betrüger geworden. Ich habe mich wenigstens um ihn gekümmert. Du hast ihn doch immer nur kritisiert. Anscheinend nicht genug. Was daraus geworden ist, sehen wir ja jetzt. Ich kann ihn verstehen. Jeder, der mit dir zu tun hat, möchte irgendwann nichts mehr von dir wissen. Deine dümmlichen Sprüche sind in 20 Jahren nicht besser geworden. Sollte er sich wirklich bei dir melden, bitte sag mir Bescheid. Da bist du bestimmt der Letzte, der davon erfährt. Es reicht, komm. Oder glaubst du im Ernst, ich lasse es zu, dass du deinen eigenen Sohn der Polizei auslieferst? Na? Na, wie geht's? Ganz gut. Abgesehen von der Sache mit Henning. Und dir? Sehr gut. Aha. Wie war der Spaziergang?
Nicht schlecht. Ja, wie nicht schlecht. Na ja, Sebastian und ich sind am Rhein spazieren gegangen und dann waren wir im Café und dann... Ja, was dann? Dann habe ich die Fotos, die ich von ihm gemacht habe, zum Entwickeln gebracht. Ach so, ja. Er ist sehr fotogen. Ich hoffe, dass Sie bis heute Abend fertig sind, weil er kommt vorbei und wir gucken sie uns dann in Ruhe an. Na prima. Ihr scheint eine Menge Freizeit zu haben, ihr beiden. Du meinst im Gegensatz zu dir? Ich nehme meinen Job eben ziemlich ernst. Mhm. Und deinen kleinen Bruder lässt du links liegen. Ich habe momentan so viel zu tun. Ach komm, seit Flo da ist, hast du dich noch nicht einmal um ihn gekümmert. Nicole ist doch da. Die beiden gehen nachher ins Konzert. Ach, wie praktisch. Du kannst dich ja beglückwünschen, eine so tolle Freundin zu haben. Das tue ich auch. Christoph, bitte. Wie oft soll ich es noch sagen? Du kannst nichts dafür, dass sich Henning aus dem Staub gemacht hat. Und dass Clarissa dich vorhin so angefahren hat, das war nur, weil sie dir wehtun wollte. Dabei hat sie diesmal vielleicht sogar recht. Was meinst du damit? Ich habe Henning oft sehr hart rangenommen und ihn dabei nicht spüren lassen, wie sehr ich seine Arbeit doch schätze. Aber du warst immer ehrlich zu ihm. Daraus kannst du dir jetzt keinen Vorwurf machen. Und was habe ich damit erreicht? Er hat Friedenau verlassen und sich Clarissa an den Hals geworfen. Ich habe als Vater versagt. Du hast getan, was du konntest. Aber es war nicht genug. Als mich Henning wirklich brauchte, da war ich nicht für ihn da. Christoph, bitte nimm doch die Sache nicht zu schwer. Vielleicht braucht Henning nur ein paar Tage Abstand. Ach ja. Und dafür erleichtert er seine Agentur mal ebenso schnell um schlappe 200.000 Mark. Ja, natürlich ist das schlimm. Vielleicht macht ihm die Trennung von Sophie zu schaffen. Vielleicht sind ihm die Nerven durchgegangen. Das ist doch aber noch lange kein Grund, einfach abzuhauen. Wenn Henning Vertrauen zu mir gehabt hätte, dann wäre er mit seinen Problemen zu mir gekommen. Mit dir spazieren zu gehen lohnt sich echt. Ich habe noch nie so gut ausgesehen. Besonders hier. Sehr witzig. Nein, im Ernst. Du musst es ja wissen, als Profi. Also, ich finde, du siehst süß aus. Wie das Phantom der Oper. Nicht. Nicht auf! Hör auf, Sebastian, hör auf! Also, warte, ich muss mal Musik auflegen. Lass mich mal kurz Musik auflegen. Gefällt dir die Musik? Das ist eins meiner Lieblingslieder. Meins auch. Wenn die Familie schon nicht komplett ist, dann doch wenigstens der Schmuck. Wenigstens hast du deinen Humor nicht verloren. Ja, den werde ich auch brauchen in nächster Zeit. Barbara, ich muss dir was sagen. Ich werde in nächster Zeit nicht auf Friedenau sein. Warum nicht? Ich habe mich entschlossen, Henning zu suchen. Aber Henning, wo? Henning kann überall sein. Keine Angst, ich werde mich schon nicht ins Auto setzen und wahllos durch die Gegend fahren. Sondern? Es gibt da bestimmte Plätze, an die sich Henning früher oft zurückgezogen hat, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und dort werde ich anfangen zu suchen. Ja, und wo zum Beispiel? Zum Beispiel, ein Freund aus dem Internat hat im Elsass ein Haus. Und dort haben die manches lange Wochenende zusammen verbracht. Ja, und von da aus könnte ich direkt nach St. Moritz in die Berghütte. Christoph, du kannst doch nicht kreuz und quer durch Europa fahren, um Henning zu suchen. Wer weiß, vielleicht ist er auch im Ferienhaus in Südfrankreich. Und wenn nicht? Versteh mich doch, Barbara. Ich kann hier nicht tatenlos rumsitzen und darauf warten, dass sich Henning irgendwann mal wieder meldet.
Das macht mich fix und fertig. Mein schlechtes Gewissen lässt mir keine Ruhe. Na gut, wie du meinst. Und wann glaubst du, kommst du wieder zurück? Keine Ahnung. Christoph, kann ich dir nicht irgendwie dabei helfen? Ja, du kannst mir helfen. Du bleibst mit Kathi hier in Friedenau und sie ist im Schloss nach dem Rechten. Guten Abend, Tanja. Was wollen Sie denn hier? Ich komme wegen Henning. Seit ich erfahren habe, dass er verschwunden ist, habe ich keine ruhige Minute mehr. Ach nein, Sie machen sich Sorgen wegen Henning? Ich habe gedacht, Sie wären froh, wenn Sie ihn endlich mal loswerden. Was reden Sie da für einen Unsinn? Sie wissen ja gar nicht, wie sich eine Mutter fühlt, wenn ihr Sohn... Ach, Henning ist doch gar nicht Ihr Sohn. Ich habe ihn großgezogen. Für mich ist Henning mein Sohn. Deswegen kann ich kaum ertragen, dass jetzt alle Welt glaubt, er sei ein Betrüger. Was soll ich denn sagen? Er ist der Vater meines Kindes. Wenn jemand darunter zu leiden hat, dass er weg ist, dann sind wir es. Wer weiß, vielleicht sind Sie ja der Grund, warum Henning weg ist. Wieso ich? Wie kommen Sie denn darauf? Henning hat schon vorher wegen Ihnen dumme Sachen gemacht. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie auch diesmal Ihre Finger im Spiel hätten. Was fällt Ihnen ein? Henning hat sich auf das Kind gefreut. Warum sollte er mich sitzen lassen? Ich rede jetzt nicht von dem Kind. Ach nein, wovon denn? Tanja, sagen Sie endlich, was los ist. Was haben Sie mit Henning gemacht? Er würde doch nicht ohne Grund einfach so verschwinden. Das ist eine Unverschämtheit. Ich bin die Betrogene. Wie können Sie mir sowas unterstellen? Es reicht. Ich habe jetzt keine Lust mehr, Ihr Gejammerer anzuhören. Tanja, ich warne Sie. Wenn ich rausfinde, dass Sie mit dem Verschwinden von Henning zu tun haben, dann werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Sie nicht und Ihr kleiner Bastard auch nicht. Was hältst du von der? Fühlt sich gut an. Ich meinte doch nicht meine Hand. Ach so, die CD. Fühlt sich nicht ganz so gut an. Was ist, soll ich sie einlegen oder nicht? Vorher muss ich dir noch was sagen. Ui, kommt jetzt die große Offenbarung. Ich hätte nichts dagegen, wenn mich dein Bruder nochmal über den Haufen fahren würde. Warum denn? Weil du mich dann nochmal verarzten müsstest. Und weil wir uns dann noch näher kommen würden. Ich schätze, wir könnten das auch ein bisschen leichter haben.